Hey friends! You creative spirits and color geniuses! Let's wield our brushes and explore the canvas of imagination. It's explanation time with the Zickys. Oops, looks like Murphy added a QR code generation node there. QR-Code not. Typisch Murphy, hat uns das gar nicht gesagt. Heute geht's aber In- und Outpainting. Today, we're diving into inpainting and outpainting. Hey, take a look, Murphy seems to have rearranged quite a bit. Let's take a quick look before we dive into the inpainting. Ja, du hast recht, da ist einiges umgestellt. Ich bin echt gespannt, was sich unser Meister da ausgedacht hat. Schau mal. Die Knöpfe hier steuern nicht nur die Gruppen, sondern auch die Image Preview Nodes. Right, with these buttons here, we control the groups and the previews. Let's quickly test it out with the hieroglyphs. Great, it's running smoothly. Cool. Was gibt es noch? Oh. Für Latent Upscale gibt's auch einen Knopf? Ah, and here he finally described how to activate the latent upscale and what to watch out for. With this, we can add more details to the images. Let's quickly demonstrate. Genau. Mehr Details mit Latent Upscale, ohne die Größe zu ändern. Gleich sieht man, was das bewirkt. Exactly. On the left, without. In the middle with, and additionally on the right with hieroglyphs. Alright, let's turn that off for now. It does take a bit more time, and we want to fit in as much as we can into the video. Okay, ausschalten, Zeit zu sparen, ich bin dabei. Wow. Guck mal, da gibt's noch mehr Zeugs. Yes, there's more stuff to explore, but let's start with inpainting for now. We can explain the other features later or in the next video. Inpaint. We'll explain it using a simple external image. Of course, you can also use inpainting directly after a text-to-image. Inpaint. Mit externen Bild. Erstmal auf extern umschalten und alle Sampler abschalten. We select external and turn off all samplers. The format is still important and should somewhat match the external image. Anything else here won't be used. Wählt ein einigermaßen passendes Format, Breite zu Höhe. Now we select an image. Drag and drop works. However, Murphy recommends copying the images directly to the correct directory, otherwise you'll quickly end up with a lot of duplicates. Jetzt wählen wir ein Bild aus, Drag and Drop funktioniert. Murphy empfiehlt aber, die Bilder gleich ins richtige Verzeichnis zu kopieren, sonst hat man ruckzuck jede Menge Dubletten. ComfyUI Input. Da gehört das Bild hin. Refresh once and we can select it. Quickly check the format. Yep, looks good. Now we can jump straight to the noodles with 7, or okay, we'll use the mouse. Ja, mit dem Shortcut geht's schon schneller. 7 und zack da, aber ich wollte die Zuschauer nicht verwirren. Usually, we use the shortcuts, but this way, viewers can follow along better. You're right. Alright, let's activate the inpainting. Ja. Inpaint. Noodle switch. After completing the inpainting, we move on to the hieroglyphs, then we could still add upscale options afterwards. Am besten von Inpaint zu Hieroglyphs. Und unser Bild holen wir direkt nach Inpaint. For the Inpaint group, we now need to connect our original image. Now let's move to the Inpaint group. Here we can set how we want to mask. For manual masking, we need to run it once first. Murphy should consider adding a pause here. Setting it to 1 runs it through without masking. Let's just see how it goes. Lassen wir es einfach mal durchlaufen und geben euch in der Zeit einen kleinen Überblick. Hier könnt ihr einfach per Texteingabe maskieren. Here you can simply mask by text input. We didn't have a mask, so nothing was changed in the image, except possibly the size optimized to SDXL. Ohne Maske passiert hier nicht viel. Starten wir mit einer manuell erstellten Maske. Let's begin with a manually created mask. You need to switch to 2 now. Hier auf 2. Jetzt hier mit der rechten Maustaste klicken und Open in Mask Editor auswählen.
Now right-click and select Open in Mask Editor. Here you can adjust the brush size. Pinselgröße einstellen und wir malen ein Herzchen. We're drawing a little heart. Süß. Yes, a sweet cute heart. Here are some more nodes to further optimize the mask, like enlarging it or filling in holes. Typically, this isn't necessary for a manual mask. But adding a slight blur to the edges wouldn't hurt. Hier sind noch einige Nodes, die Maske zu optimieren, wie das Vergrößern oder Stopfen von Löchern. Bei einer manuellen Maske ist das normalerweise nicht nötig. Aber ein leicht unscharfer Rand schadet nicht. Jetzt müssen wir den Prompt noch etwas anpassen. Das obere Feld ist für den Clip G, das untere für den Clip L. Now we need to adjust the prompt a bit. The upper field is for Clip G, the lower one for Clip L. My goodness. We almost forgot the most important thing, our viewers don't have an Inpaint model yet. Ja. Wir müssen das mit den Inpaint-Model noch erklären. Man kann Inpainting auch mit normalen Modellen machen, dann muss man aber immer mit dem Denoise spielen, und das kann sehr mühsam werden und macht keinen Spaß. You can also do inpainting with regular models, but then you always have to play with the denoise, and that can become very tedious and not enjoyable. Here you can load the official UNet model. Clip and VAE are missing from here. Das offizielle UNet-Model können wir uns über den Manager holen. Use the manager and search for UNet models under Models. There are two options available. Murphy uses only the large one, but the smaller one works well too. If you want to use it, switch to 2. Wenn du es verwenden willst, hier auf 2 schalten. Seit ein paar Wochen gibt es aber eine richtig geile Alternative. Das Juggernaut Inpaintmodel. For a few weeks now, there's been a really cool alternative, the Juggernaut Inpaintmodel. Thus, turn off the UNet model, switch on Juggernaut. We'll show you where to download it. We'll drop the link below the video. Also, schaltet das UNet-Modell aus, schaltet Juggernaut ein. Wir zeigen euch, wo ihr es herunterladen könnt, den Link findet ihr unter dem Video. Wir schalten LoRa noch aus, normalerweise brauchen wir das hier nicht. We'll turn off LoRa, we usually don't need it here. Okay, jetzt aber. Los! Let's get started with the magic. Wow. Cool. The butterfly turns into a heart. Ja. Richtig cool. Voll schön. Meinst du, wir können das Gesicht des Mädchens noch etwas verbessern? Sure, let me show you how it's done. Right-click. Copy clip space. Then shortcut to. Right-click, paste clip space. Back to the Inpainting group. Let's use the option with automatic masking with text right away. Ah. Hier auf 3 und dann Face für Gesicht, ist hier einfach. We should inflate the mask a bit here. Ah. Damit das Model etwas Spielraum hat. But not too much. Und los. Oh Zicky. A face like a heart balloon? Ups, der Prompt, naja, schauen wir mal, was passiert. Nah, more like a mouse face. Let me show you how to do it better. You really have to adjust the prompt a bit. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß schon, dass ich vergessen habe, den Prompt anzupassen. Almost a bit too cute. Jetzt zeig ich es dir, ein blaues Kleid mit Rosen.
Face weg. Dress rein. Bisschen mehr aufblasen. Prompt. Blue Dress und gleich mit Steuerung und Pfeil nach oben verstärkt. Good one means Control plus up arrow. Okay, add the roses to it, and then let's see what happens. Juhu. Rosen. But no blue dress. Look, since we're working with an Inpaint model, we should set the denoise to 1. Klar die Noise auf 1, das hat bestimmt Murphy wieder verstellt der. Shut up. Ich bin ja schon still. Schau mal. Voll schön. Noch ein Versuch. Wieso lässt sich der Seed nicht verändern? Fix global seed, you have to take care of that. Ah, klar. Hey, los, komm mit, du blödes Ding. Hello, don't rush. First, let's unpin, then you can bring the node along. Ja, ich weiß. Ach, es funktioniert, dann auf Wiedersehen und schlaft recht schön. Hey Zicky. Outpainting, what about outpainting? Oh, Outpainting, das darfst du erklären, ich bin müde. Okay, no problem, I'll explain outpainting to the viewers. Simply switch to 4, I always recommend doing one side at a time, the results are just better. You can set how much you want to enlarge in the pad image set for outpainting node. Here we switch back, then we exchange the dress and roses with stones. Here you can see how much the image will be enlarged, ta-da! Perfect. Now the girl gets a pretty dress from me. Stay tuned, folks. Murphy has rearranged the workflow a bit and shown us some cool stuff. Ich bin auch wieder voll da, diesen Hotshit müsst ihr euch reinziehen. Hier gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, Bilder zu laden. Und man kann einfach umschalten. Here, there's now an option to load images, and you can easily switch between them. We'll grab Murphy in front of the castle and let the workflow run. And then, drumroll, we'll show you the SAM detector. Okay, Murphy vor der Burg. Wir lassen den Workflow mal durchlaufen. Und dann, Trommelwirbel, zeigen wir euch den SAM-Detektor. Rechte Maustaste. Right-click and open in SAM detector. Left-click to add blue dots, indicating items to include in the selection. Right-click to add red dots, indicating items to exclude from the selection. Links klickt blau und dazu. Oder rechts klick rot und weg. Save to node. Coole Sache. And now we invert the mask.
Please note, this function doesn't work with the text mask. Invertieren und die Maske noch etwas vergrößern. So, let's get rid of the castle. We're sending Murphy to the city. Urban City, das reicht als Prompt. Oops, the mask has holes. Ja. Voll doof, ich blase die Maske noch etwas auf. Huch. Natürlich, wir müssen die Maske verkleinern, nachdem wir sie invertiert haben. Dann wird Murphy vergrößert. Grins. Of course, we need to shrink the mask after we invert it. Funst. Wie sagt Murphy immer? Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's. Yes. As soon as you do it right, it works. Now the clothes don't match the surroundings anymore. Was ist denn da rechts noch für Zeugs? Well, one group is for coloring old photos, but I'm not sure if people are interested in that. If anything, we'll briefly show the one all the way to the right, the Remove Things group. Die Entferne Dinge Gruppe? Exactly, viewers can always comment if they find that interesting after all. Alright, let's remove the beauty. Such a large area is challenging, but we want to offer the viewers something engaging. Correctly tie the noodle, turn off Inpaint. Choose Remove Object. Okay, die Nudel richtig anbinden, Inpaint aus. Remove Object an. Well, she's gone. Nun ja, weg ist sie, aber schön ist etwas anderes. Then let's run an image to image over it for the finale. Copy. Paste. Noodles back to the standard workflow, and turn off the Remove Object. Shortcut 1. Switch everything to image. You can see the details in video part 2. Set denoise to 0.55. Let's turn on the blip analysis, even though it eats up VRAM. This way, viewers get another glimpse of how it works. Okay, Blip-Analyse, dann hier auf 4. Yes, here on 4. We just want the blip text. Now the lady is gone, and we have a beautiful picture. Jetzt könnten wir mit Inpaint wieder etwas reinmalen ins Bild. We could, but that might bore the viewers. Murphy hat noch irgendwo einen Workflow, wo er Sachen aus einem Bild rausschneidet und in ein anderes Bild automatisch einfügt. Yep, it automatically recognizes, cuts out, and inserts objects into another image at a defined location. If you're interested, just drop a comment below. Genau, schreibt einen Kommentar, wenn euch etwas Spezielles interessiert. Das nächste Video wird wahrscheinlich über Face Swap gehen. Ihr seid jetzt ja keine Anfänger mehr. Goodbye, see you soon on this channel. Ciao, eure Zickys. Sometimes, the official Inpaint model is indeed the first choice. Here you can see an example. Take care and see you soon.